Lokale Adverbien. Das sind die Adverbien, die auf die Fragen wo, woher und wohin antworten können. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass du auf dieselben Fragen auch mit lokalen Präpositionen, wie zum Beispiel auf, in oder aus, antworten kannst. Deswegen erkläre ich dir in diesem Video neben der allgemeinen Bedeutung der lokalen Adverbien auch, was der Unterschied zwischen der Antwort mit einer lokalen Präposition und der Antwort mit lokalen Adverbien ist. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um die lokalen Adverbien. Also die Wörter, die du benutzen kannst, um auf die Fragen wo, woher und wohin zu antworten. Auf diese drei Fragen hast du immer zwei unterschiedliche Varianten, wie du antworten kannst. Das sind a. lokale Präpositionen wie in, auf, aus, zu oder eben lokale Adverbien. Und da schauen wir uns das erstes Mal ein paar genauere Beispiele zu eben diesen lokalen Adverbien in meinem E-Book an. Hier nochmal kleine Verdeutlichung. Wohin fragt immer nach einem Ziel, also von dem Subjekt, dem Sprecher oder der Person, über die wir sprechen, weg. Wo fragt einfach nach der Lage oder dem Ort und woher ist zum Sprecher oder zum Subjekt hin, also die Herkunft. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Als erstes zur Adverbien auf die Frage wo. Draußen regnet es, drinnen ist es schön warm. Papa, da ist Oma, überall liegt Müll. Hier ist die Frage immer, wo ist etwas oder jemand. Hier habt ihr noch ein paar mehr Beispiele dazu. Die haben alle bestimmte Bedeutungen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe. Die findest du ganz einfach im Wörterbuch, falls du diese hier noch nicht alle kennen solltest. Als nächstes schauen wir uns ein paar Beispiele auf die Fragen wohin und woher an. Als Antverb mit einem lokalen Adverb auf die Frage wohin ist zum Beispiel nach links, nach rechts, nach oben, unten, drinnen oder draußen. Woher von links, von rechts, von oben, von unten, von drinnen oder von draußen. Hier noch ein paar Beispiele auf ein etwas höherem Niveau, B1 oder drüber. Wohin, woher, woher kommst du, wohin gehst du, ich gehe bergauf oder ich gehe bergab. Dasselbe funktioniert auch mit woher. Woher kommst du? Ich komme bergauf. Auch mit rückwärts, vorwärts, aufwärts und abwärts funktioniert das. Dorthin und dorther, auch rauf und runter, irgendwohin und irgendwoher. Hier sind kleine Sternchen dran, einfach um dich darauf hinzuweisen. Es gibt noch ein extra Video, eine extra Lektion zur Erklärung von hin und her. Die sind auch direkt verbunden mit raus, rein, rauf und runter. Das ist etwas komplizierter, deswegen habe ich dir ein extra Video hier auch dazu verlinkt. Und du denkst dir jetzt sicher, diese Fragen beantwortest du doch in der Regel mit Präpositionen, wie wohin gehst du, in die Kirche, woher kommst du, aus dem Supermarkt. Genau. Das ist die zweite Variante, wie du diese Fragen beantworten kannst. Deswegen hier eine Übersicht, was ist der Unterschied, wenn du eine Präposition benutzt oder ein Adverb. Hier zum Beispiel, wo ist dein Vater? Das ist die Frage. Und entweder du sagst im Keller oder unten. Das setzt die Situation voraus, deine Mutter sieht dich in der Küche und fragt, wo ist dein Vater? Und entweder du sagst unten, denn das ist noch unter der Küche, oder im Keller. Der Unterschied ist hier, es ist ganz speziell, ein ganz spezieller Ort mit der Präposition. Also Präposition plus Nomen ist ein bestimmter unveränderlicher Ort und das Adverb ist ein unbestimmter subjektiver Ort aus der Sicht des Sprechers. Unten, das kann überall sein. Es muss nicht zwingend der Keller sein. Zum Beispiel
wenn du deine Mutter nicht in der Küche triffst oder einfach nicht im ersten Stock, sondern im zweiten Stock. Dann im Bad vielleicht oder im Schlafzimmer. Und dann sagst du unten, dann kann das entweder im Keller sein oder in der Küche, im Schlafzimmer. Alles, was weiter unten ist. Aber im Keller ist dieser ganz spezifische Raum. Dasselbe gilt auch für die Fragen wohin und woher. Wohin geht dein Vater in den Keller oder halt nach unten. Selber Unterschied, ein ganz spezifischer Raum oder einfach nur die Richtung. Woher kommt dein Vater? Aus dem Keller oder von unten? Das sind die Unterschiede hier. Ganz bestimmter, unveränderlicher Ort oder ein subjektiver, unbestimmter Ort aus der Sicht des Sprechers. So, jetzt kennst du den Unterschied zwischen der Antwort mit einer lokalen Präposition und der Antwort mit lokalen Adverbien. Morgen im nächsten Video erkläre ich dir dann noch ganz genau, was der Unterschied zwischen hin und her ist. Denn das ist für viele nicht ganz so einfach. Deswegen abonniere meinen Kanal, dann verpasst du kein Video mehr und dann sehen wir uns morgen wieder zum Video, was ist der Unterschied zwischen hin und her.